Yes, so now I'm super excited about this today. In Germany we say Prost. Prost. So Prost. Prost. And there's another important thing in German. You have to look into each other's eyes. Oh yeah. When you say So, Prost. Yeah. So you go Yeah. Prost. Yeah. And Prost. Yeah. Otherwise they say it's 7 Sweet. years with not too much pleasure. No, so this is so good. The Heritage Hill sour pineapple milkshake IPA. Did you come up with the idea? Yes. Yep. You did. Wow, Billy, pretty amazing. And then you use a lot of pineapple and put them all together, or? Yeah, there's over 400 pounds of pineapple in there. Over 400 pounds of pineapple in a big. So it comes pre-pureed. Yeah. So it's a thick juice, more or less. Oh, so ein richtig dicker Ananassaft. Yep. So Yeah. then you just add it, and like like the vinegar in Italian dressing, all Yeah. of that thickness will fall to the bottom, and then you transfer all the beer off of that and leave behind any. Oh, das ganze Schwere fällt runter und du nimmst das oben weg und das ist dann dieses super Bier. Das ist der Wahnsinn. I reused all of the sludge, basically the thickness from the bottom, and Yeah. I put another beer into that and re-fermented the pineapple with a farmhouse beer. Oh wow. So we got 2 beers out of that one beer, and the other one is completely different, funky, almost like natural wine. Yeah. And this is just like ideas you came up with? Yeah, yep. That's amazing. And then, how did you guys meet? We met at the really the first New York State Brewers Association meeting that I went to. Yeah. Billy was there as a brewer for another business, and we got along really good. And I helped him pour because I wasn't pouring, and just established a friendship that ended up turning into a work relationship. What's going on right now? Servus oder grüßt euch, hier ist der Oli. Today we're gonna talk in German and in English. Woohoo! So also heute machen wir Deutsch und Englisch, vor allem ich, ne? Denn wir sind hier der Heritage Hill Brewing Company oder Heritage Hill Brewhouse. Das ist eine ganz tolle Brauerei und da werden wir euch jetzt ein bisschen was zeigen. Schauen wir mal kurz auf die Karte. So, wenn wir hier drauf schauen auf diese Karte, da seht ihr den Staat New York. For everyone who lives in America, who watches this, well, this is just a little introduction of where we are right now. Right down here is New York City, Manhattan. Und von Manhattan, einem der 5 Boroughs, kann man in den Norden fahren über Nanuet, eine ganz tolle Bakery, die Rockland Bakery. Weiter hoch zum Bear Mountain, Woodbury Commons, ein tolles Outlet Store. Und dann, anstatt über Albany Richtung Buffalo zu fahren, zu den Niagara-Fällen, die gute 8 Stunden weg sind von New York City, empfiehlt sich die Fahrt über die Route 17 auf jeden Fall in Roscoe's stoppen. Da gibt es eine ganz tolle Distillery, die Prohibition Distillery. Dann geht's weiter Richtung Binghamton. In Binghamton, da kommt vielleicht die Entscheidung, im Sommer zu den Buttermilk Falls zu gehen. Ganz tolle Wasserfälle. Aber wo ihr auf jeden Fall hin müsst, das ist hier. Heritage Hill Brewhouse. Da sind wir heute, das ist in der Nähe von Cazenovia an der Route 20, eine der längsten Straßen in Amerika. And that's where we are right now. If you don't know, you don't go. Ne? Deswegen gibt's mich und ich erzähle euch, was es hier alles gibt. Und hier haben wir jetzt den Dan und den Billy. Dan, you're the owner of this beautiful place. Tell us a little bit about it. Well, the brewery sits in the middle of our family farm that's been in our family for 3 generations, but this year it's 175 years old. Wow, also die Farm hier ist 175 Jahre alt und das ist jetzt die 3. Generation, die hier in der Palladino Family, right? Yes. Die hier lebt und jetzt eben mit der Brauerei. Yes. Very good. Anything else like? No, it's just it's a beautiful spot. You get to enjoy a 300-acre farm. We have animals on top of delicious beers. We have a restaurant. We make our own food. We raise beef on our farm and we serve that in the restaurant. Wow. We have an event facility, lots of grounds, hiking trails, winter activities, sledding, snowmobiling. Super. Also wenn wir nachher auch mal hier rausgehen, da hat er gerade erzählt, hat man einen ganz tollen Blick. Die haben Tiere, eigene Kühe. Ja, wir own cows. Da kann man dann hier hinten in der Küche, wird das alles zubereitet. Das sind die Kinder, ne? Say hello, guys. You're live.
Very good. So, da hinten ist die Küche, da wird das alles zubereitet. Hier drin kann man ein tolles Bier genießen und draußen kann man wandern gehen. Es gibt ein paar Tiere, you've got animals, you've got a playground für die Kinder, gibt es tolle Spielplätze und you have a very important person. Who is that guy over there? This is Billy Smith, our head brewer. Hey Billy, how are you? Good, how's it going? Very good, very good. So, tell us about how to become a brewer in America. Wie wirst du zu einem Braumeister in Amerika? Erzähl. So Tell us. There's a lot of different ways you can do it. Yeah. Some people come from a more traditional to Germany background, which is going through school to actually become a Braumeister or brewmaster. So, der Billy sagt gerade, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man hier Brauer wird. Es gibt die Möglichkeit, dass man wirklich so quasi zur Schule geht, um Brauer zu werden. Manche gehen sogar nach Deutschland und machen da ihre Ausbildung, kommen zurück und arbeiten für eine Firma. But you chose another way. You didn't go through school, did you? No. So I started brewing beer at home at the age of 19. Illegal. Illegal. It's legal to make. It's illegal to drink. Okay. So you can buy all the ingredients, but you can't buy the beer. So I was legally making my own beer to drink on my own. Wow, das ist eine ganz nette Sache. Also der Billy hat gerade gesagt, er hat angefangen, Bier zu brauen im Alter von 19. Da durfte er die ganzen Sachen einkaufen, aber er durfte sein Bier nicht trinken. It's illegal to drink beer until you're 21, right? 21 is the drinking age. Yeah, yep. In Germany, it's like 16. Woohoo! Thumbs up over there on the table. Ne? Lustige Sache. Und dann hat er angefangen, Bier zu brauen. Super. Do you want to show us where you're working right now, like the place and the brewery? And Dan shows us around as well. All right, we got to put our masks on. Of course, we're going to be compliant, right? And here we go. And we've got our cameraman Logan over there. So let's go and see this beautiful place. Wow, schaut euch das an. Natürlich ist es so, dass das alles hier compliant ist mit den ganzen Vorschriften. Das Plexiglas ist hier angebracht, Social Distancing gibt's. Super cool. Hier haben wir was. Billy. So this is actually a medal that we won at the Great American Beer Festival. It's the biggest beer festival in the States. It's very prestigious to win an award there. It's not very common. So this is a bronze medal in Belgian fruited beer. Wow, in belgischen Fruchtbieren haben sie hier die Bronzemedaille gewonnen in dem größten it's the biggest American beer festival. Biggest beer festival in the world. The biggest beer festival in the world, wo man Medaillen kriegt für Biere. The biggest beer fest in the world is obviously the Oktoberfest, which didn't take place this year. Das Oktoberfest hat leider nicht stattgefunden. Wow, super. And you were the one who brewed the beer? Yeah. Wow. Yeah. You're a famous person. I need an autograph. Ne? Ich brauche ein Autogramm. Der ist ja der Wahnsinn hier. Super. We actually have, these are all French wine barrels. So French oak wine barrels that were full of Napa Valley wine from California. Oh, das sind alles französische Eichenfässer. Da war der Wein im Napa Valley. Ja, hatten Sie die? Und was macht ihr damit? What are you doing with them? So these are what we refer to as American wild ale, which is known in Belgium most similarly as lambic. So Okay. This follows the same grain bill and same process as Brasserie Cantillon. So I followed their specific mash rest schedule, and very traditional to Belgium. I tried to recreate my own version of that. So Wow, also ihr habt es verstanden, gell? Er macht seine eigene Version von, it's your own version of a Belgian beer yeah, yep. in a wine barrel. Belgian spontaneous beer. Wow, das ist ein Wahnsinn, oder? Tolle Sache. Yeah. So we use a big open vat called a Kolschip. Close ship? Kolschip. Okay, cold ship, yeah. You put the beer in there at 200 degrees Fahrenheit and allow it to boiling. Wow, die machen das Bier, bringen das zum Kochen. And Ja. allow it to cool, and as it cools, it brought in all of the wild yeast. Und dann wird es kalt gemacht und dann gibt es das Yeast von der Farm und das haben sie hier direkt. Oh, you did it right here. In the barn. We actually opened up the garage doors of the barn. Wow, and all Wahnsinn. the doors come in. Wow, tolle Sache. That's pretty amazing. Und wann denkt ihr, dass ihr das fertig habt? When do you think you're gonna have it ready? So the latest barrel will be 3 years, but the earliest we'll do it is 1 year. Okay. Which is called a goose. And, Yeah.
in Belgium, which is a young version of it. Wow. Basically, we'll take 1 year and package it early as young lambic Yeah. or goose, and then basically save a barrel for 2 years and save a barrel for 3 years. Wow. And eventually blend all three to make the most traditional form of. Also es dauert bis zu 3 Jahren. Eins ist fertig in einem Jahr, das nächste in 2 Jahren, das nächste in 3 Jahren und dann gibt es die komplette Form. Tolle Sache, nice idea. And back there, this is where you're usually working in? Okay, also schauen wir hier weiter in die Brauerei direkt rein. Das Tolle ist, hier gibt es natürlich auch Merchandise. So heißt die Brauerei hier, Heritage Hill Brewhouse, Pompey, New York. Das liegt direkt auf der Strecke zu den Niagara-Fällen, habt ihr vorhin gesehen. Die Niagara-Fälle von New York City, gute 8 Stunden entfernt. In der Hälfte der Strecke, 4 Stunden, da kommt er nach Cazenovia und Pompey, die Route 20. Und da findet ihr das hier. Toll. Und dann trefft ihr vielleicht den Billy. Dann sagt er natürlich Hello. You gotta stop and say hello and say you watch it on Olidaytours. So let's see what's here. So this is our 10-barrel brew house. Essentially, the grain gets crushed over there and then sent through this long tube through here into hot water. So Also da hinten, da kommt das ganze Getreide, das wird hier hinten klein gemacht und dann kommt es über diese Leitung, die man jeweils einstellen kann, direkt in das Fass. So from there, we create essentially sugar water, which is the beginning of the brewing process. Okay, da wird dann das Zuckerwasser quasi hergestellt, das ist der Beginn vom Brauprozess. See, yeah. So from there, we push it into here. This is the boil kettle. So here it gets up to a boil. Also da wird es dann gekocht, das ist der Kochtopf, ja. And then from there you add your hops, and then essentially. Da kommt dann der Hopfen dazu und da wird es dann, ja. Send it through here to cool, so you can add your yeast. Da wird dann durch eine Kühlanlage geschickt und da kommt dann die Hefe mit dazu, also das wäre die Yeast, ja. So from there, once you get your temperature there, then you push that into here, and when you know your temperature is right, you actually add the yeast and allow this to ferment for Wow, super. up to 6 weeks. Oh, bis zu 6 Wochen. Yeah. And why is the name Helena? Ex-girlfriend? Or? Yeah, me too. Yeah, I know. I remember Helena. Na, also da habe ich nur gefragt, warum es Helena heißt, aber da kommt es dann rein. And after 6 weeks, that's when it's then ready to drink. Yep, so then it'll be packaged and... And it gets carbonized. Yep, so I do a lot of natural carbonization. Yeah. I don't know if I said that right, but yeah. Instead of actually force carbonating it, I cap it off and do spunding. So very good. Much like the German beers, it's all naturally carbonated, unfiltered. Whoa. So very traditional. Oh, hey. So Dan, you have a very knowledgeable guy right there, right? Yeah. Young and knowledgeable. So Young and knowledgeable. Yeah, and as I said, it's so surprising, like over here, es ist so überraschend, dass jemand einfach sagen kann, das mache ich. It's so surprising. He could just say, hey, I gotta be a brewer. Yeah. And he's a brewer. That's it. Wow, pretty amazing. Show us your beautiful restaurant and beer bar. I mean, I love that place. This is really good. And tell us a little bit also about the compliances that you had to do. Also ich habe ihn gerade gefragt, dass uns hier mal sein Restaurant quasi zeigt und ein bisschen was zu erzählt, wie die jetzt mit den ganzen Covid-Vorschriften übereinstimmen müssen. Yeah, go ahead. Starting with our bar, this is actually cherry tree, a huge cherry tree from our farm that we built our tree forts in as children. Yeah. So we harvested that and made the bar out of it, which is really cool. Wow, die Bar ist aus einem Nussbaum, Cherry Tree, yeah. And then for COVID, we had to close our bar initially, and I had an idea of using this plexiglass separators. Yeah. So you can have little sections of 2, 3, 4, 5 people, and they can sit there without masks on. Yeah. Wow, also eine coole Idee, gell? Also mit diesen Plexiglasscheiben, so konnten sie die Bar weiter offen haben. Da haben sie das erreicht, dass man da kleine Sections für Leute machen konnte, sodass die sich einfach hinsetzen können. Ja, super, und da oben steht mein Name, ne? Oliver Farm Machinery. Wahnsinn, my name. So this is the reason for that sign is this used to be the site of our farm equipment dealership that we used to have. And when it burned down, we had nothing but a pad here, so I built the brewery on its footprint. Oh, die hatten vorher also die Machineries von Oliver Machineries. That's the logo too. Wahnsinn, da oben. Und nachdem das abgebrannt war und sie keine Machinery mehr hatten, da haben sie sich entschieden, dann die Brauerei zu machen. Very nice, super. So if we continue on,
we have active air exchange systems, so we cycle the air out every 5 seconds. Also alle 5 Sekunden wird auch hier die Luft hier durchgeschickt. Das kennt ihr vielleicht aus Deutschland oder Österreich, wo jetzt die ganzen Restaurants versucht haben, compliant zu sein, damit, dass man aufbleiben kann. Und mittlerweile kam ja dann der Complete Shutdown. Hier hat der Dan eine ganz interessante Lage. Er kann 50% von Gästen hier drin haben. Ein paar Kilometer weiter, das sind 4 Gäste pro Tisch und nur 25%. Und ein paar Kilometer weiter, da darf keiner in ein Lokal reingehen. So very interesting. I love the idea. How about the highest point? So that this is it. Did you cover that already? Oh, genau, da habt ihr noch was Besonderes. Also so heißt die Stadt ja hier, ja, Pompey, New York. Das ist der höchste bewohnte Platz im Staat New York. Und ich sag's nochmal. If you don't know, you don't go. I just say it again for my German friends. Wenn ihr nicht wisst, wohin, dann verpasst ihr vieles. Ihr kommt nach New York City, macht eine Tour mit Olidaytours, 1, 2, 3 Tage. Dann macht ihr euch mit einem Mietauto auf den Weg, fahrt zum Bear Mountain, macht euch nach Woodbury Commons, nehmt die Route 17, geht durch die Catskill Mountains, Roscoe's. Dann kommt ihr hoch nach Casanova, eine der schönsten Städte im Staat New York. Bleibt dort eine Nacht, kommt hier zum Heritage Hill, zum Brewhouse und macht euch dann weiter die Route 20 entlang, über Skinny Outlet, Auburn, dann gibt's noch ein paar tolle Brauereien bis zu dem Letchworth State Park und dann zu den Niagara-Fällen. Super geile Sache. So, you have kids yourself? Yeah, this is Michaela, Nunzio, and Nico. Oh, do you speak any German, guys? Nein. You know, oh, that's a German word. Hey, now you're going to be famous. There you go. So we'll continue on. So because we are so high, from here you can see 8 counties of New York State, 8 different. Wow, also da können wir 8 verschiedene Counties von New York State sehen. Es ist jetzt so, wenn wir rausgehen, kann es sein, dass es ein bisschen windig wird. Maybe it's gonna get a little windy, so don't worry about it. Just stay with us because we're still gonna go over to the Farmhouse Cafe. So we built these also for COVID compliance. So this is outdoor dining, but it blocks the wind. We have the patio heaters with venting, so people that prefer that can eat outside without being frozen. Also auch das haben sie hier gebaut, wegen Covid, so dass die Leute hier draußen sitzen können. Da kann der Wind durchgehen, da haben sie die Heater. Und da wollen wir natürlich noch eine Firma erwähnen, DG Masonry. Ne? I need to tell that they did the beautiful floor. Das ist mein Schwager, der Dave Gillis, DG Masonry. They did an amazing job. So, and now we're gonna walk over to the beautiful little farmhouse. So stay with us, bleibt mit uns, denn es wird eventuell ein bisschen windig und vielleicht wird's ein wenig wackelig, aber ich glaube, das kriegt man hin. There's another pavilion that we built, so it'll be there for the summer, and that's also you can dine in there in the winter, and we have heaters in there as well. Okay, das seht ihr, da ist noch ein weiterer dieser Pavilions, das kommen auch Heaters rein und da hinten ist dann das große Eventhaus mit der Bühne, richtig toll. Da ist jetzt Santa's Sled there, ne? Do horse-drawn sleigh rides with that sled. Ja, also da gibt's, wenn der Schnee liegt, kann man hier zum Pferdereiten gehen. Jetzt wird der Winter ein bisschen schlimmer, aber gleich sind wir drin. Super toll. Da schauen wir uns noch mal kurz den Blick an, bevor wir reingehen, weil der Wind, Gott sei Dank, ist nicht so schlimm, aber da schaut euch einfach mal den Blick an, mega cool. The lake all the way in the background, that's the lake over in Syracuse, right? Yep, that's Syracuse, that's the Carrier Dome roof of the stadium, the white in front of it. Yeah, wow. The whole sightline is Lake Ontario coastline all the way to Rochester. Wow, that's amazing. Beautiful, beautiful, beautiful. And here's where we're going to have the largest agricultural trade show in the Northeast. So, da werden sie im Sommer die größte Landwirtschaftsshow haben im Nordosten von Amerika. It's called the Empire Farm Day. Empire Farm Days, it's in August. In August, 3rd, 4th, and 5th. Okay, 3rd, 4th, and 5th of August. German equipment companies. Hey, they're German equipment companies, so come on out and check it out. And now let's go and take a look in the farmhouse. Gehen wir ins Farmhaus. Das ist ganz toll und da gibt's noch ein bisschen mehr der Geschichte. Wow, this feels pretty cozy. That's pretty amazing. Wow. Cool, cool, cool. Yeah, Dan. Here's
This is when we used to have the Empire Farm Days, the last year was 1987, 33 years ago. Now it's coming back. That's what it used to look like. Here's our family, my father, my mother, family pictures, pictures of our town, and the history of the farm equipment dealership. Well, you mentioned before, 175 years ago, there was the first settler. Who was that first settler? Morris Bayer. Morris Bayer. He was from Germany, and he was one of the first settlers here in Pompey. He built this house with the wood that he harvested from the farm. Oh, wow. And he was a sheep farmer. Yeah. And he developed most of Fayetteville, New York, and a lot of houses like this. But the house War also ganz, 175. Ganz interessant für euch. Der erste, der hier gesettelt hat, das war der Maurice Bayer. Ja, und der Maurice Bayer, der war ein Schäfer und er hat dann vor 175 Jahren das Haus gebaut. Und jetzt habt ihr hier noch ein paar Bilder. Pompey Hill, da oben 1968, wenn er darüber schaut, 1986, das war der Empire Farm Day. So wird es dann auch wieder ausschauen, wenn sie es dieses Jahr haben werden. Da noch ein bisschen Familienbilder, ganz toll. Und das ist eine richtig nette, schöne Ecke. Wow, super. And what are you using this for right now then? So we have a cafe, so we have coffee, hot chocolate, fresh baked goods. During the summer, we sell a lot of milkshakes and ice cream sodas and fresh ice cream and baked goods. And wow. It's a nice place for families to enjoy. Ja, also das ist der perfekte Platz, wenn ihr herkommt und wenn ihr nicht unbedingt ein Bier trinken will, sondern vielleicht eher einen leckeren Kaffee, vielleicht ein Stück Gebäck. Der kommt hier rein und genießt das Ganze. Jetzt natürlich alles schön weihnachtlich geschmückt. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein toller Platz. Es ist a really beautiful place. And ja, das war's jetzt quasi von uns. This is it for today. Heute waren wir nicht in New York City unterwegs. Today we didn't go for a walk around New York City live. What we're gonna do again next week on Monday, 12:30 American time, 6:30 p.m. European time. Today we stopped at this beautiful brewery and cafe in Pompey, New York, the highest inhabited place in New York State. The Heritage Hill Brewhouse. Und hier habt ihr nochmal das Fleisch, ne? Da sieht man genau, wo welches Stück Fleisch ist. Da könnt ihr dann was einkaufen, braucht ihr nicht. Ihr sucht euch hier was aus. Go and choose a piece of meat. Go and ask Dan to give it to his cook and they will make it for you. Pretty amazing, ja? Die machen das einfach für euch. So, jetzt gebe ich nochmal kurz die Kamera weiter an den Logan. Logan will just hold the gimbal for a moment so that I can say bye and just thank Dan. Here we go, Logan, hold this for a moment. So, liebe Leute, jetzt stehe ich hier allein, ja? I'm here by myself, so therefore I can take the mask down. Ich sag danke an den Dan, dass er uns heute seine geile Brauerei gezeigt hat. Thanks to Dan for showing us this beautiful brewhouse. Thanks to Was ist los, ja? To What's Up in New York. Danke auch an Loving New York, wenn ihr wieder dabei wart, super toll. Danke an alle, die mit dabei waren, liebe Leute. Das machen wir jede Woche. Wenn es euch gefallen hat, was wir gemacht haben, gebt mir ein Bier aus. Ich bin zwar hier in der Brauerei, aber freue mich, da findet ihr einen kleinen Link für PayPal und da könnt ihr mir 1, 2, 3 Bier ausgeben. Und jetzt, da haben wir natürlich noch was Besonderes für den Dan. We have a special thing for Dan. Hold on. So, move around, Dan. You're gonna get one of my Olidaytours hats. And whenever you guys, here you go. Danke. Whenever you guys can start traveling again, wenn ihr wieder reisen könnt, stoppt hier. Wie ich schon gesagt habe, if you don't know, you don't go. Ihr könnt mich über WhatsApp erreichen, fragt mich, ihr kriegt Informationen. Und wer Lust hat, wird Mitglied im Olidaytours Club, dem ODTC Club, bei buymeacoffee.com/olidaytours. Da gibt es nochmal alle Informationen. Also dann, wir sagen Servus und Ciao. Thanks again. Auf Wiedersehen. Ich nehme die Kamera und switch it off. Ne? I take the camera and switch it off with the beautiful Christmas tree. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Und weiter kann ich das Lied nicht singen. Alright, thank you so much. Bye.